Hallo und herzlich willkommen hier bei Snap. Ich bin der Stefan und ich habe euch großartige Neuigkeiten mitgebracht in Form unserer neuen 3 Sets. Von daher würde ich sagen, lasse ich euch gar nicht lange warten und wir starten zügig mit den Sets. Seid ihr bereit? Abfahrt! Starten wir mit dem ersten Set, den 2 Brailleböcken, natürlich von Snap mit der Artikelnummer 10040. Ich durfte ihn schon aufbauen und habe euch ein kleines Video gedreht. Viel Spaß dabei! Klick, 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 klick. Und da haben wir sie auch, die 2 aufgebauten Brailleböcke. Bestehend aus 94 Teilen und 4 bedruckten Teilchen. Jeder Menge Bautechnik und natürlich 2 Gleise. Die dürfen dann auch nicht fehlen. Also sprich, diese hier wären da mit dabei. Und die sind kompatibel zu so allen Schienensystemen, die ihr bisher schon kennt oder zu Hause verbaut habt. Von daher, die kann man einfach zusammenbauen. Und falls ihr jetzt noch einen Stopper braucht für euren Rangierbahnhof oder fürs Abstellgleis, dann hätten wir hier auf jeden Fall eine passende Alternative mit den 2 Brailleböcken. Hier vorne habt ihr auch bedruckte Teile mit dabei. Wir haben hier einmal ein Signal mit drauf, oder besser gesagt hier 2 bedruckte Fliesen, einmal eine 1x1er und eine 1x4er Fliese. Beides natürlich zweimal, für beide Brailleböcke natürlich dasselbe Design. Doch gucken wir mal, was der kleine Bahnübergang zu bieten hat. Und da haben wir ihn, unser kleinen Bahnübergang. Natürlich von der Marke Snap mit der Artikelnummer 10110. 118 Teile sind hier mit reingepackt, keine Sticker, dafür 4 Prints. Und die bauen wir jetzt einmal für euch zusammen. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, eins der Teile habt ihr so noch nie gesehen in der Welt der Klemmbausteine. Richtig, es geht mir um das Andreaskreuz. Das ist nämlich unser erstes eigenes Sonderformteil. Natürlich ist dieses bedruckt und in dem Set direkt 4-mal mit enthalten. Das heißt, wer jetzt extra oder wer einen Bahnübergang beschildern möchte, der kriegt hier auf jeden Fall genügend Material, um das ordnungsgemäß zu machen. Wir haben natürlich auch hier Schranken mit dabei, die ihr auf und zu machen könnt. Und wir haben 2 Gleise mit dabei. Die gleichen wie beim Braillebock. Auch Achterzüge würden da von der Breite problemlos durchpassen. Doch wie sieht das eigentlich bei dem großen Bahnübergang aus? Und da haben wir ihn, den großen Bahnübergang. Natürlich ist dieser auch von Snap mit der Artikelnummer 10020. 457 Teile sind damit reingepackt. 6 Teile davon sind allein Gleise. Wie viel das ist, könnt ihr einmal hier sehen. Das wären 6 Gleise aneinandergereiht, ist da auch mit drin. Und natürlich keine Sticker, dafür 25 bedruckte Teile. Schaut mal, ob ihr die in dem Video hier alle entdeckt. Viel Spaß! Da der Platz hier auf dem Tisch wirklich nicht für den großen Bahnübergang ausreicht und die Kiste, machen wir es diesmal anders. Ich hole euch den mal ran. Upsala! Und dann könnt ihr auch sehen, dass das Ding stabil ist. Hier haben wir ihn mit einer doppelten Spur, damit ihr auch mit 2 Autos gleichzeitig den Bahnübergang überqueren könnt. Und wir haben hier eine Breite an der Straße von 8 Noppen. Das heißt, wenn ihr da mit einem 8 Noppen breiten Auto drüber wollt, müsst ihr schauen, wie breit das wirklich ist. Nicht, dass es dann an den Spiegeln knapp wird. Wo es allerdings passt,
ist natürlich auf den Gleisen. Hier haben wir auch die 6er Spurweite mit verbaut, aber hier passen auch breitere Züge mit durch. Wir haben hier bis zu knapp 10 Noppen Platz, das heißt eine 8er Lok bekommt ihr da ohne Probleme mit durch. Natürlich haben wir hier auch ein paar Funktionen. Hier so zum Beispiel können wir die Schranken einmal öffnen. Da, jetzt haben wir freie Durchfahrt. Und wir haben hier hinten ein kleines Wartungshäuschen. Hier so, finde ich recht hübsch geworden, hat so einen relativ modernen Look und habe ich so auch in Bahnhofsgegenden schon mal gesehen. Wir werfen auch mal einen Blick rein, um zu sehen, was man da drinnen entdecken kann. Hier so. Und wenn man da nicht so gut rankommt, haben wir extra hier das Seitenteil für euch modular gemacht. Dann kann man jetzt hier schön Figürchen platzieren oder eine kleine Szenerie hinstellen und muss dann nicht mit seinen Fingern da drin so herumwursteln. Dann haben wir natürlich jede Menge bedruckte Teile und habt ihr alle schon gefunden. Wir haben hier zum Beispiel ein Signal bedruckt auf einmal 2x2 Fliese und direkt darunter unser neues Formteil, das Andreaskreuz. Jeweils 4-mal in dem Set mit enthalten und, vielleicht habt ihr es gesehen, hier vorne die Wartungstür ist natürlich auch bedruckt. Jetzt kommen wir aber mit den 5 nicht auf 25, da fehlen noch ein paar. Da haben wir uns was überlegt. Und zwar haben wir natürlich für euch auch noch die passenden Straßenschilder. Hier mit den verschiedenen Baken, die anzeigen, wie viel Meter es bis zu dem Bahnübergang sind. Mit 3 Baken auf dem Schild sind es noch 240 Meter, 160 bei 2 Baken und 80 Meter ist es, wenn ihr nur noch eine Bake entfernt seid. Natürlich steht hier auch, was euch erwartet, nämlich ein Bahnübergang. Und damit ihr das auf beiden Seiten hinstellen könnt, haben wir es natürlich für die andere Seite auch noch mit dabei. Die Bodenplatten, die habe ich jetzt einfach nur zum Präsentieren mit dazu gebaut, weil ich sonst nicht weiß, wie ich das alles handeln soll. Aber die finden hier auf jeden Fall einen sehr, sehr passenden Platz. Da haben wir sie alle nochmal auf einem Fleck. Da sind so unsere neuen Eisenbahnsets und wenn ich da so hinschaue, eine Sache fehlt mir da doch noch. Irgendetwas zum aufs Gleis stellen, oder? Jetzt seid ihr gefragt, welche Lok fehlt dir denn noch? Schreibt eure liebste Eisenbahn, Lok oder Zug einmal mit unten in die Kommentare und vielleicht werden wir den dann entwickeln, entwerfen und für euch rausbringen. Ihr dürft auf jeden Fall sehr gespannt sein. Auch wenn das Thema Eisenbahn nicht euer Thema ist, abonniert schon mal den Kanal, denn hier wird es noch viele spannende Themen geben. Wenn dich interessiert, wer wir eigentlich sind, dann geht's hier zum Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.